Und die Intendantengehälter sind teilweise höher als die von Ministerpräsidenten oder des Bundeskanzlers, aber das ist ja inzwischen bekannt. Was aber nicht bekannt ist, sind auch die Gehälter der Redakteure, der Moderatoren, wie nennt man die? Naja, Sie kennen das ja hier, Maischberger und sowas. Die haben wir uns auch mal angeschaut. Karin Mioska beispielsweise, ARD, 570.000 € im Jahr, dazu noch 70 Tage Sommerpause. Sandra Maischberger, 1,1 Millionen €, Markus Lanz, 1,9 Millionen €. Hey Leute, willkommen zurück. Heute wird's heiß. Über 8 Milliarden € müssen wir in ein Mediensystem abdrücken, das keiner wirklich will. Und das alles zwangsweise. Wie viel Desinformation kann man sich eigentlich für so viel Geld leisten? Die Antwort könnte euch echt umhauen. Bleibt dran, denn heute wird gnadenlos aufgedeckt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jeden Monat sind wir alle in diesem Land gezwungen, eine Rundfunkzwangsabgabe zu entrichten. Über 8 Milliarden € müssen Bürger und Unternehmen in diesem Land an ein System abdrücken, was sie gar nicht wollen, was sie in der jetzigen Form auch gar nicht wollen. Es gibt Umfragen, über 80% der Menschen in diesem Land lehnen diese Zwangsabgabe ab. Und deswegen spreche ich jetzt hier aus, was diese Menschen denken. Das muss umgesetzt werden. Die Zwangsabgabe in diesem Land, die muss weg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hauptziel der Änderungen, über die wir heute sprechen, ist es ja, die Online-Angebote neu zu regeln. Und wenn wir einmal über den Medienänderungsstaatsvertrag sprechen, dann möchten wir uns jetzt mal anschauen, was beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt in letzter Zeit los war, weil es zieht einem wirklich die Schuhe aus. Ich muss es ganz ehrlich so sagen. Was bekommen wir für 8,5 Milliarden € Zwangsabgaben zuzüglich Werbeeinnahmen in diesem Land? Fast 10 Milliarden €, über die wir sprechen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk leistet sich 247 Liegenschaften, 499 Gebäude, 2,1 Milliarden € waren allein 2019 für Pensionsrückstellungen eingebucht. Das ist der größte Passivposten. Und die Intendantengehälter sind teilweise höher als die von Ministerpräsidenten oder des Bundeskanzlers, aber das ist ja inzwischen bekannt. Was aber nicht bekannt ist, sind auch die Gehälter der Redakteure, der Moderatoren, wie nennt man die? Naja, Sie kennen das ja hier, Maischberger und sowas. Die haben wir uns auch mal angeschaut. Karin Mioska beispielsweise, ARD, 570.000 € im Jahr, dazu noch 70 Tage Sommerpause. Sandra Maischberger, 1,1 Millionen €, Markus Lanz, 1,9 Millionen €. Ich sage mal, das sind Größenordnungen, da hat einfach kaum ein Mensch in diesem Land Verständnis. Und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich die Frage stellen, warum sind wir gezwungen, so etwas zu finanzieren? Und diese Frage ist wichtig und die möchte ich jetzt mal beantworten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nämlich für viele in diesem Land nur noch ein mächtiges Werkzeug der Desinformation geworden. Das ist keine Behauptung mehr von mir, das ist inzwischen eine wissenschaftliche Bestätigung, wie wir in der Enquete-Kommission gemerkt haben, wie uns dargestellt wurde. Uns wurde eine Studie präsentiert, die ganz klar wissenschaftlich belegt, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise politisch einige Parteien benachteiligt und andere ganz klar bevorzugt werden. Und das ist eine öffentliche Meinungsbildung in diesem Land, eine öffentliche Meinungsmache, die auch noch zwangsfinanziert ist, und deswegen ist sie abzuschaffen. Und ich möchte Ihnen ein paar Beispiele dafür geben. Gerade auch jetzt zur EU-Wahl, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da sagt Christiane Meyer beispielsweise, Tagesschau-Journalistin zur EU-Wahl, der Osten ist stabil rechtsextrem. Das muss man sich mal vorstellen. Von einer Tagesschau-Journalistin. Sie alle, ja? Herr Heuer, er ist ja nicht da, Herr Kosme, Sie sind alle rechtsextrem laut dieser Redakteurin und Sie interessiert das alles nicht. Sie winken das hier alles mit durch. Herr Ministerpräsident Haseloff, der heute auch mal wieder nicht da ist, der wird das wieder unterschreiben, weil es keine Konsequenzen hat. Es ist wirklich ein Trauerspiel. NDR-Kommentar nennt das AfD-Ergebnis zur EU-Wahl einen Nackenschlag für alle Demokraten. Auch das muss man sich mal überlegen. Die Tagesschau hat 4 männliche Bundestagsabgeordnete als Vertreter Doppelpunkt innen gegendert. Das muss man sich mal überlegen, in welchen Sphären man unterwegs ist, dass man das gar nicht mehr individuell betrachtet. Dass jeder Mensch, 4 Männer hier einfach mal als Vertreter Doppelpunkt innen von der Tagesschau gegendert werden. Das Jugendformat Mädelsabend von ARD und ZDF. Da wird der persönliche Unmut einer Redakteurin geäußert, dass bei den jungen Wählern AfD und CDU an Stimmen gewonnen haben. Auch das, liebe CDU, werden Sie alles mitspielen, hat keinerlei Konsequenzen. ARD-Wahlarena, haben ja vielleicht die ein oder andere mal geguckt. Da wurden anonyme Bürger eingeschaltet, die dann Fragen gestellt haben, standen unten drunter Bürger und plötzlich kam raus später, das waren Politiker, beispielsweise von der SPD. Übrigens, allein dieses Jahr gab es Dutzende Fälle, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk zufällig Bürger interviewt hat, die sich allesamt später als Politiker herausstellen. Und der Hessische Rundfunk hat sogar so weit gebracht, dass er eine eigene Mitarbeiterin interviewt hat, um die dann später den Bürgern als Bürgerin zu verkaufen und damit eine Meinungsbildung
Meinungsbildung herbeizuführen. Das ist ein absolutes Armutszeugnis für den deutschen Journalismus in diesen Zeiten. Und jetzt haben wir die Situation, dass immer weniger junge Menschen auf diesen ganzen Wahnsinn hereinfallen. Sie schauen das nicht mehr, sie bilden sich eine eigene Meinung in den sozialen Medien und das ist richtig so. Und jetzt möchte man natürlich bei den bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dagegen steuern, eine eigene Kampagne aufziehen. Allein in den aktuellen Zeiten kommt alle 11 Tage ein neuer öffentlich-rechtlicher Rundfunk-TikTok-Kanal dazu. Insgesamt gibt es schon über 170 verschiedene. Es wird alles immer weiter aufgebläht. Ein Wahnsinn und wir müssen das alle mit zwangsfinanzieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als AfD, wir möchten nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, das möchte ich hier klarstellen. Wir möchten die Zwangsabgabe abschaffen. Wir treten ein für ein Angebot des Grundfunks, haushaltsmittelfinanziert, günstig, neutral, ein Mindestangebot. Wer mehr möchte, kann sich mehr dazu buchen. Ich möchte zum Schluss noch den Twitter-X-Account empfehlen, ÖRA-Blog, ein hervorragender Blog, wo man wirklich den ganzen Wahnsinn hier auf einen Punkt sieht, kann ich jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Und zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich jedem Bürger in diesem Land empfehlen, die Möglichkeit zu nutzen, sich über den sozialen Medien ein eigenes Bild zu machen, die Wahrheit zu teilen, es weiterzuleiten, weil somit können wir noch mehr Menschen in diesem Land hier die Augen öffnen und sie vor dieser zwangsfinanzierten Desinformation schützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn du auch denkst, dass das mit den Zwangsgebühren totaler Wahnsinn ist, dann lass es uns wissen. Gib uns einen Daumen nach oben und abonnier den Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bist. Und jetzt wird's spannend. Was ist deine Meinung zum Thema? Schreib's in die Kommentare. Wir sind ganz gespannt auf jede einzelne Meinung. Gemeinsam können wir diesen Wahnsinn beleuchten und die Diskussion richtig anheizen. Also, lass uns reden und bis zum nächsten Mal. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich über eine kleine Spende via PayPal. Jeder Beitrag hilft, diesen Kanal am Laufen zu halten und weiter für euch Inhalte zu produzieren. Ihr findet den PayPal-Link unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support.